ein Spiel von Remedy. Wie ihr es sehen könnt, herzlich willkommen zu Alan Wakes American Nightmare. Moin ihr Bagaluten. So, das ist das Add-on, beziehungsweise der unabhängige Fortsetzungsgedöns-Teil von Alan Wake. Quasi nicht Teil 2 wirklich, sondern eher so eine Erweiterung davon. Werden wir jetzt auch einfach mal spielen. Ich habe noch nichts gemacht. Noch nicht mal großartig, so ein bisschen hier jetzt im Hauptmenü, so Soundeinstellungen. Ich hoffe einfach mal, das passt. Jo, gucken wir doch mal. Mit neuer Story beginnen. Wir kennen es ja schon. Ja. Irgendwo in Arizona. Den kennen wir. Das ist der Best Friend of All in so. Becomes hopelessly blurred, and nowhere as vividly as in Night Springs. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Und damit tatsächlich herzlich willkommen. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das Ding eben gerade quasi aufgenommen worden ist mit einer Videokamera. Die Szene, ne? Oder halt, ob das animiert war. Es sah auf jeden Fall echt geil aus. Ich bin ein bisschen happy und ein bisschen froh, dass das so gut klappt. Die Taschenlampe aufnehmen. Erstmal wieder so ein bisschen klarkommen hier. So Steuerung. Das war das. Alter, ich begehe hier auch wie bei allen meinen Let's Play. Bei 90%, 95% meiner Let's Plays total blind rein. Kann ich hier nicht ins Wasser? So springen kann ich. Rennen konnte ich, sprinten. Und hier lang muss ich. Nee, sag nicht, das geht jetzt direkt schon los hier. Geh mal nicht so ab am Anfang. Ach, das wissen wir doch. Das musst du doch nicht sagen, doch. Ich glaube, auf Q war die Taste, um Batterien einzufügen, ne? Und E war auch irgendwas. Warte mal, und? Ich glaube auf... Ah, genau, auf Tab konnte ich die Seiten wechseln. Genau. Also nicht die Seiten, sondern die Ansicht wechseln, das war's. Ob ich nun von links oder von rechts gucke. Von hier ist mir das ein bisschen lieber... Wechselt er auch die Seite der Taschenlampe? Nee. Von hier ist mir das so ein bisschen lieber irgendwie, so vom Feeling. Na? Das kennt man vielleicht auch irgendwie, die Leute, die vielleicht auch irgendwie Counter-Strike zocken oder irgendwie die Schusswaffe nehmen. Bin ich an der Schusswaffe vorbeigelaufen? Ah, okay, mit E. Ja, alles klar. Ach, geht ja gleich gut los.
Nachladen auf R. Ja, dann fängt es also wieder an. Geht doch. So, auf jeden Fall ist unser Held diesmal nicht ganz so ängstlich wie am Anfang und kann jetzt sogar schon so ein bisschen Sachen machen. Ja? Er ist es ja gewohnt. Und wir sind es auch gewohnt. Wie gesagt, es hat auch immer so eine Sache, ne? So, wie ist das Feeling? Gucke ich von links, gucke ich von rechts? Die Leute, die halt Counter-Strike vielleicht unter euch spielen oder halt irgendwelche Shooter und versuchen das so ein bisschen professioneller zu machen, die kennen... The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Wir kennen das. Oh. Hübsch. Gehen wir mal davon aus, dass das Farbe. Jedenfalls die Leute, die irgendwie professioneller Shooter spielen oder irgendwie sowas, die kennen das auch. Man muss da, zum Zeigen, man muss halt so echt so seine Sitzposition haben, so, wo man sich wohlfühlt, weil sonst kann man einfach nicht zocken. Ich kenne das selber. In letzter Zeit habe ich ja ein bisschen, weil der Puma von Zytangef ja auch sagte, Mensch, komm, wir spielen jetzt irgendwie mal so ein bisschen hier Counter-Strike. Habe ich mir das echt jetzt geholt gehabt und... Also ich habe früher 1.6 gespielt, beziehungsweise ich habe schon ab 1.4, glaube ich, angefangen. Ja, gucken wir gleich. Und da habe ich damals auch in der ESL gespielt und da kannte ich das halt auch schon. Und jetzt irgendwie, ne, Mauspad irgendwie kacke gewesen. Das ist halt alles so ein halbwegs 0815 irgendwie Gedöns, weil meine gute Maus damals kaputt ging und jetzt eine normale Kabelmaus und... aber vielleicht kennt ihr das ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt lange nicht mehr so gut wie damals. Natürlich liegen jetzt auch etwas über 10 Jahre dazwischen, aber dennoch. So, wir gucken mal. Schriftsteller Alan Wake. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Schön. Schön. Mir gefällt die Art, wie sie das jetzt machen. Also, das Spiel ist jetzt auch schon... Wann kam denn das raus? Ich hatte das ja... Motel promised safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Natürlich spürte er das, klaro. Natürlich. So, Haare richtig. Das ist... Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe das zwar gerade aufgeschrieben gehabt, aber 2013 kam das Spiel raus. Das Motel erforschen. Kontrollpunkt erreicht. Ich wollte... In the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Natürlich erkennen wir hierbei die Handschrift. Meint ihr nicht, dass ihr ein bisschen übertreibt hier gerade? Ich lauf. Keine Lust auf Kämpfen. Manchmal ist es die schlauste Taktik, wegzulaufen. Die hell beleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vor Feinden. Schnell, Baby, lauf, 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 lauf. Fuck! Weiter, weiter, weiter. Kannst du zwischendurch nachladen? Ich wollte jetzt hier eigentlich nochmal gucken, ob hier auch noch irgendwas Tolles ist. Ihr kennt das ja. Oh Gott, da kommen sie schon wieder alle. Vielleicht... Bleiben wir beim Laufen. Wir bleiben beim Laufen. Da hinten ist ein weißes X, ich sehe es. Aber ich sehe nicht, ob hier irgendwas anderes Tolles ist. Es geht gut los, oder? Da ist ein Haus. Da blinken Dinge. Ich mag Dinge, die blinken. Und da ist auch Licht. Kann ich das Auto jetzt schon fahren, rein theoretisch? Komm, lauf, lauf, lauf. Pumpgun. Munition nehmen, schön. Kommen wir hier irgendwie rein oder irgendwas machen oder so?
Können wir den Wagen schon fahren? Schade. So, erstmal gucken, sind hier noch welche? Es wird Tag! Es wird Tag! Baby! Sind die schon näher, als ich dachte, oder was? Da ist der Diner, da hinten ist das Hotel. Ja, ich weiß zum Hotel, aber ich möchte auch gerne mal zum... Ich weiß ja nicht, ob es da jetzt schon weitergeht oder nicht. Es ist halt typisch Alan Wake. Na, man muss halt irgendwie überall gucken. Weil überall, wie ihr das da gerade schon seht, liegen Sachen. Und Sachen finden wir gut. So, alles ein bisschen aufgesammelt. Da hinten ist... Ach, das ist auch wieder ein Note von uns, oder? Seht ihr mal. Und es wird sowieso immer heller, also drauf geschissen. Wir haben nicht wirklich schon so viele. Die finden wir gleich. Beinüberschuss. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Klingt nicht ganz so ermutigend. Ist ermutigend das gute Wort dafür. Ich würde gerne noch mal wissen, auf welcher Taste ich glaube, rechte Maustaste mal hier was anderes. Oh, es ist einfach viel zu viel groß, viel Fläche. Da hinten tobt auch schon wieder einer rum. Alter, es ist gleich Tag. Du kannst hier nichts tun. Lass mal stecken. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Wo ist denn der jetzt? Der war, wo ist der denn? Der war doch hier gerade. Verarschen? Wie sieht's hier aus? Könnte ich hier schon rein? Nee, könnte ich noch nicht. Sag mal, wo ist der denn? Ist er schon geplatzt? Dann leuchten Dinge. Das waren vorhin so viele. Was denn jetzt da los da? Da Information. Ja, eigentlich müsste ich hier das ganze Ding einmal quasi durchkämmen. Und gucken. Also eigentlich müsste ich. Ich gehe jetzt einmal nochmal hier irgendwie die markanten Punkte einmal absuchen. Und dann soll's das gewesen sein. Wie in Alan Wakes Love Song. Fällt mir denn keine Lösung ein? Ich habe ja gehört, ich soll weniger singen. Da dachte ich mir, ich sing mal mehr. Nee, um ehrlich zu sein, hat das seit Ewigkeiten niemand mehr geschrieben. Aber ich dachte, ich mach's mal. Geräusche? Wow, komm schon. Komm schon, Baby. So, was haben wir hier? Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. Die waren cool! But my dad worked at this club, and... Aus dem ersten Teil. See bands all the time, you know how it is. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, good to be here, Eddie. Yeah, hey, hello! Now, boys, let me just come out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. That's so awesome. Now, your last album was 1978's In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia!
Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about old gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old God single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Sehr geil. Sehr geil. Ich dachte gerade schon, dass es irgendwie so ein bisschen Alternativuniversum war. So von wegen, Mensch, Barry jetzt da und aber nö. So, hier war... Was? Hä? The fuck? Ach. Okay, wir können Dinge freischalten quasi. Hello. Hey! Mäuschen! Hi! Hi! Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Nice! You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's Brutal, hab ich just gerade where the erwähnt. point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know. Die ist noch irrer als ich. Insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Natürlich nicht. Okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good.
I'm good. Super. Haben wir jetzt nicht so eine... At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Okay. Also, na, ihr kennt mich, ich spiele das Spiel so, wie ich Bock drauf habe. So 3 Objekte finden. Aber das erste, was ich jetzt mache, ich laufe noch mal kurz. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Okay. Also ich spiele es so, wie ich Bock drauf habe. Deswegen höre ich mir auch den ganzen Scheiß von ihr an, weil ich da echt Bock drauf habe. So. Wollen wir das machen? Ach, die müssten wir wechseln. Ach, weißt du was, komm. Warum nicht? Oh yeah. Okay. Liebe Leute, das war's dann quasi, würde ich jetzt so sagen, mal mit der ersten Folge. Wir gucken gleich, wie wir den ganzen Stuff hier weitermachen. Und da wird gleich irgendwo was Tolles runterprasseln. Wird's gerade wieder dunkel? Ist doch noch nicht mal richtig Tag geworden, Mensch. Egal, schauen wir gleich nach. Auf jeden Fall sehr cool, das Spiel. Ich freue mich schon wieder. Ich freue mich echt wieder einen Arsch ab, weil es einfach wieder cool ist. Da liegt noch ganz viel Stuff drin. Müssen wir noch vorher looten. Geil. Geil. Hätte ich vielleicht warten müssen. Bis spät. Na, okay, 120 haben wir hier. 30 haben wir jetzt da. Das war ein bisschen voreilig. Entschuldigung. So, egal. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns morgen wieder. Winke, winke, ciao. Vergesst nicht zu liken und tschüss.